Meine kleine CRF hat inzwischen schon knapp 30.000 Kilometer runter und mit ihr habe ich schon einiges erlebt. War zum Beispiel mit ihr in Afrika in den Dünen, aber auch bei minus 10 Grad im Schnee unterwegs. Lass uns heute mal ein bisschen darüber schnacken, was an diesem Bike geil ist, was scheiße ist und für wen die Mühle am Ende des Tages wirklich was taugt. Kleiner Hinweis, ich habe eine CRF 250L, der Nachfolger, der inzwischen gebaut wird, heißt 300L, ist aber effektiv das gleiche Bike, hat nur ein bisschen mehr Power. Genauso wie die Rallye-Variante, die hat einfach ein bisschen mehr Verkleidung, ist aber unter der Hood genau das gleiche Motorrad. Es gibt eine absolut endlose Anzahl an Dingen, die gut sind an diesem Motorrad. Fangen wir an mit der Zuverlässigkeit. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich dieses Motorrad gekauft habe tatsächlich. Ich bin riesiger Fan von Honda-Motorrädern. Und ich hatte noch nie ein Problem mit Honda-Motorrädern und auch dieses hatte noch nie irgendwie auch nur einen Schluck auf. Es war absolut problemlos. Ich hatte mehrere platte Reifen, aber dafür kann das Motorrad nichts. Ansonsten ging es immer an, bei minus 10 Grad, aber auch bei knapp 40 Grad plus, in der Wüste, aber auch im Schnee. Nachdem es mal auf dem Boden lag, es war ein... Und ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, was das für ein Vertrauen schafft. Gerade für jemanden, der von einer Royal Enfield Himalayan kam, die andauernd Probleme hatte, die häufig nicht angehen wollte. Und dieses Motorrad ist gerade für eine Reise so geil, weil du dich darauf verlassen kannst. Du steigst morgens irgendwo in einem fremden Land, in einer Region, wo du vorher noch nie warst, auf dein Motorrad und du weißt, dieses Motorrad wird dich nicht im Stich lassen. Generell fühlt sich auch alles einfach sehr sauber und gut an. Also die Kupplung ist super weich, aber funktioniert ohne Probleme. Es gibt eine schöne Gasannahme. Das Schalten ist super smooth. Da rattert nichts, da klemmt nichts. Es ist einfach komplett fließend und es fühlt sich einfach an wie ein richtig gutes, zuverlässiges Produkt. Wenn wir über die Leistung sprechen, ganz klar, 25 PS ist nicht die Welt, aber man kann es nicht wirklich vergleichen zu einer Royal Enfield Himalayan zum Beispiel, die auch 25 PS hat, aber halt einfach mal irgendwie 70 Kilo mehr wiegt. Dieses Motorrad hat wenig Leistung, die CRF, aber dafür ist es auch ziemlich leicht. Und es ist leistungstechnisch, würde ich sagen, so ein bisschen zwischen einer Himalayan und einer 310er GS angesiedelt. Und gerade jetzt mit der 300er L-Version, knapp 30 PS, das ist okay. Dadurch, dass das Motorrad so leicht ist, kann man es auch wirklich echt mit einem Arm einfach aufheben oder dann mit beiden Armen, wenn man ganz, ganz viel Gepäck drauf hat. Mir ist das Motorrad bisher einmal umgefallen, weil ich es immer richtig gut abfangen konnte, einfach weil es so ein leichtes Motorrad ist. Ich konnte es immer mit den Füßen abfangen, außer einmal, und das war absolut kein Problem. Man kann das Motorrad jederzeit wieder aufstellen und man hat keinerlei Schwierigkeiten, selbst wenn es ein bisschen matschig ist, selbst wenn das Geläuf ein bisschen rougher ist. Für mich, als jemand, der einfach gerne auch mal ein bisschen allein unterwegs ist, mit viel Gepäck und so weiter, ist das eine riesen Erleichterung, weil ich weiß, ich kann wirklich die übelsten Wege fahren. Ich kann irgendwelche Single Trails, die ich sonst mit dem Mountainbike fahren würde, kann ich mit dieser Maschine fahren. Und wenn ich es nicht schaffe, das zu fahren, ist nicht schlimm, weil ich kann die Karre easy aufheben. Und das ist für mich ein massiver Vorteil, auch gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer sind. Oder eben Leute, die nicht andauernd bei jedem Umvoller ihr Gepäck abmontieren wollen. Das ist so geil. Im Vergleich zu richtigen Reise-Enduros ist sie natürlich ziemlich leicht, aber man muss trotzdem fairerweise sagen, im Vergleich zu richtigen Enduros ist dieses Motorrad schon sehr, sehr schwer. Problem an diesen richtigen Enduros ist allerdings, dass die Wartungsintervalle immer sehr, sehr kurz sind. Und das ist bei diesem Motorrad nicht so. Also bei der CRF kannst du wirklich viele, viele Kilometer fahren zwischen den Ölwechseln. Selbst wenn du mal einen Ölwechsel machen musst, ist super leicht zu erreichen alles. Es ist günstig, es geht einfach, es macht Spaß, auch an diesem Motorrad zu lernen, das Schrauben zu lernen. Das ist nicht irgendwie komplett kompliziert, sondern das kann auch einfach jemand so wie ich, der nicht viel Ahnung hat von Rumschrauben, easy machen, ja. Und deswegen gibt mir das erneut auf irgendwelchen Reisen großes Vertrauen. Ich kann an diesem Motorrad arbeiten, ich habe entspannte Wartungsintervalle, ich kann auch mal wirklich 10.000 Kilometer fahren, ohne irgendwas zu machen. Und das ist schon echt einiges wert. Man kann mit diesem Motorrad sogar trotz der 25 PS um die 120 km/h fahren. Da würde ich persönlich das Limit setzen. Wenn man Gegenwind hat, ist es ein bisschen unangenehmer. Ich würde aber trotzdem so tendieren, die Reisegeschwindigkeit ist eher so um die 90 bis 100 km/h. Reicht mir persönlich, aber wenn man wirklich sagt, man geht jetzt in die Alpen, um da mal ein bisschen zu rippen,
das ist das falsche Motorrad dafür. Der Verbrauch lag bei mir immer auf den Reisen voll beladen bei etwa 3 Litern. Und man hat einen Tank, der 7,5 Liter fasst, also man kommt ungefähr 250 Kilometer weit mit der L-Variante. Die Rallye-Variante hat natürlich einen deutlich größeren Tank und kommt dementsprechend weiter. Abschließend, was die guten Punkte betrifft, und ich weiß, das ist ein Kriterium für viele Leute, diese Maschine ist auch für kleine Menschen brauchbar. Also Sophie hatte in normaler Form von diesem Motorrad ein bisschen Probleme, aber wir haben ihr dann sowas reingebaut, das heißt Scuba Link, und damit wird das Motorrad deutlich niedriger. Sie hätte das nicht unbedingt gebraucht, aber wir haben es trotzdem gemacht und das ist super gut. Und man kann dann trotzdem noch Offroad fahren, man hat trotzdem noch Bodenfreiheit. Ansonsten würde ich euch aber trotzdem auch raten, nicht einfach nur auf die Sitzhöhe zu achten, was die Zentimeterangabe angeht, sondern euch wirklich mal draufzusetzen, weil dieses Motorrad sackt extrem ein und wenn man dann noch Gepäck drauf hat und so weiter. Selbst kleinere Menschen, glaube ich, kommen mit dem Motorrad sehr gut klar. Ich glaube auch vor allem, weil es halt einfach so klein und handlich ist. Es fühlt sich an, als würde man auf einem Fahrrad sitzen. Das ist großartig. Okay, was ist jetzt scheiße an dem Bike? Es gibt auch hier ein paar Sachen. Zum einen, was mich ehrlich gesagt am meisten stört, was aber, naja, dem Design ein bisschen geschuldet ist, ist einfach der kleine Tank der L-Variante. Also die 300L oder auch die 250L haben halt einen sehr, sehr kleinen Tank. Meiner fast 7,5 Liter. Damit komme ich 250 Kilometer weit, wirklich auf den letzten Tropfen. Das ist keine schlechte Kilometeranzahl, aber natürlich wird man nie 250 Kilometer tatsächlich fahren auf dem Tank, weil man Angst hat, liegen zu bleiben. Die Realität ist, dass man so nach 150 Kilometern schon nach der nächsten Tankstelle Ausschau hält. Gerade in Frankreich war es bei mir oft so, dass zum Beispiel irgendwie meine Karte nicht funktioniert hat an der Tankstelle oder in Marokko war eine Tankstelle eingezeichnet, aber dann hatte die schon irgendwie zu oder die gab es gar nicht mehr. Man braucht immer einen Puffer, das wisst ihr selbst. Und gerade mit der L-Variante war das nicht so entspannt. Durch den geringen Kraftstoffverbrauch kann man aber natürlich einfach 2 Liter Sprit irgendwie mitnehmen in einer Wasserflasche oder in einem kleinen Kanister und hat dann wieder ungefähr 70 Kilometer Reichweite dabei. Also man muss auch sehen, dass ein großer Tank natürlich auch Gewicht mit sich bringt. Und den hat man gerade bei der L-Variante halt einfach nie dabei, weil man eben, ja, man hat einen kleinen Tank. Der wiegt nicht viel, da passt aber halt auch nicht viel rein. Die Zusatztanks, die gibt's. Die sind allerdings teuer und meiner hat nicht gepasst. Ich hatte einen von IMS, der kostet 500 € und der war einfach nicht dicht. Kann aber sein, dass der auch beim Transport irgendwie verbeult wurde. Ist wirklich für mich das Hauptargument der Rallye-Version. Die hat auch einen großen Tank. Ich glaube, die fast 13 Liter und das ist halt schon nochmal echt ein Argument. Und damit kommt man wirklich, wirklich weit. Miep, miep. Okay, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, falls ihr gerne Videoschnitt lernen wollt, aber da frustriert seid, nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, whatever. Ich habe für euch was. Und zwar habe ich über die letzten Monate einen großen Videoschnittkurs erstellt für Anfänger, wo ihr von Grund auf mit mir Videoschnitt lernen könnt. Ich mache das seit 2017 professionell. Das ist mein Job, Videoschneiden. Und vielleicht will der ein oder andere von euch ja auch in die Richtung gehen oder das einfach nur hobbymäßig machen. Und das ist was für euch. Also, falls ihr die kalten Wintertage nutzen wollt, Link in der Beschreibung oder im gepinnten Kommentar. Werdet jetzt Teil der Videoschnitt-Crew und ladet eure Streifen auf diese Seite hoch. Geil, weiter geht's. Was mir extrem aufgefallen ist, gerade im Vergleich zum Beispiel zur Tenere oder anderen Motorrädern, durch das geringe Gewicht der CRF wird sie sehr, sehr empfindlich gegenüber Wind. Und sie ist nicht unbedingt ein super kleines Motorrad, das heißt die Breitseite mit einem Fahrer drauf und dann noch Gepäck und so fungiert schon so ein bisschen wie ein Segel und dadurch wird man echt hin und her geschoben, auch wenn man einen LKW überholt oder sowas, die dann einem irgendwie einen Windschatten geben kurzzeitig, trifft einen wieder der Schlag, wenn man aus diesem Windschatten rauskommt und so. Also das Motorrad ist extrem empfindlich und wird natürlich dann auch instabil bei höheren Geschwindigkeiten, also man kann mit Rückenwind und Vollgas vielleicht schon so um die 130, 140 km/h fahren, aber dann fängt das Motorrad wirklich an zu flackern und zu wackeln und das ist wirklich unangenehm. Aber das ist der Preis, den man zahlt für ein leichtes Motorrad. Geht halt nicht anders, ne? Größter Kritikpunkt meiner Meinung nach ist das Fahrwerk, aber da muss ich gleich auch so ein bisschen wieder mir selbst den Wind aus den Segeln nehmen. Für den Preis kann man nicht viel mehr erwarten. Also das ist halt einfach so, das Fahrwerk ist super basic. Es ist viel zu weich eingestellt, finde ich, für einen erwachsenen Mann plus Gepäck. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch nicht designt worden. Es ist trotzdem auch für einen erwachsenen Mann ohne Gepäck viel zu weich. Ich habe jetzt ein neues Fahrwerk, hat mir der liebe Jan zugesendet. Vielen Dank dafür schon mal. Das werde ich jetzt in der kommenden Saison mal testen. Das ist ein bisschen härter eingestellt wohl und damit kommt man klar.
Es ist alles kein Problem, man kann das nachrüsten. Aber es ist ein Thema, das hatte ich auch schon bei meinem Tenere-Video angemerkt, dass diese Motorräder häufig mit einem relativ schlechten Fahrwerk ausgestattet sind. Man sieht zum Beispiel KTM-Motorräder, die kosten alle ein paar Euro mehr als vielleicht irgendein Konkurrent, aber dafür haben die meist auch ein besseres Fahrwerk. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil an den KTM-Bikes. Das ist jetzt halt zum Beispiel bei der Honda oder bei der Tenere war das halt nicht so. Das Fahrwerk ist halt günstig, weich und keine High Quality. Und das wird früher oder später was sein, was eigentlich jeder Besitzer austauschen will. Und so ein Fahrwerk ist halt nicht nur so ein Komfortding, sondern ist auch ein Sicherheitsaspekt, denn wenn man über so eine richtige Holperpiste ballert und die Gabel schlägt komplett durch, dann destabilisiert das Fahrzeug und man muss aufpassen, dass man halt nicht runterfliegt oder dass da nichts passiert. Also man muss schon sehr vorsichtig fahren. Wer wirklich voll über die Pisten ballern will, der braucht zwangsweise ein neues Fahrwerk. Letzter Punkt, der mir überhaupt nicht gefällt an dem Motorrad, aber auch da führt leider kein Weg dran vorbei, ist die wenige Leistung. Wer so ein leichtes Motorrad haben will, der kann da keinen großen Motor einbauen. Das heißt, dieses Motorrad hat zwangsweise halt eben die angesprochenen 25 PS. Das ist okay für den normalen Alltagsverkehr, sage ich mal. Aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es damit richtig Spaß macht, durch die Berge zu heizen. Ich fahre dann doch, wenn ich gerade in Deutschland unterwegs bin, doch eher gerne mit einem Motorrad, das um die 100 PS hat, weil halt einfach mit 25 PS, gerade auch wieder auf Reisen, wenn irgendwie ein LKW vor einem ist auf so einer Bergstraße, da kommst du halt nicht vorbei mit diesem Bike. Also gerade bergauf, keine Chance. Was ich dann immer gemacht habe, ist, bin an die Seite gefahren, habe eine Pause gemacht, habe den Verkehr ein bisschen ziehen lassen, ja. Es gab auch schon Momente, wo ich Gegenwind gehabt habe, den Berg aufwärts und da habe ich dann auch die Verkehrsteilnehmer blockiert, weil ich einfach nicht über 60, 70 km/h rausgekommen bin. Dieses Motorrad hat wenig Leistung, für Offroad reicht es komplett, aber es ist trotzdem auf Asphalt echt grenzwertig. Das heißt, ich würde es mir niemals kaufen, wenn ich weiß, ich bin 90% meiner Zeit in Deutschland unterwegs, sondern dieses Motorrad, und damit kommen wir jetzt auch wirklich mal zum Fazit, dieses Bike ist das perfekte Trans-Euro-Trail-Motorrad oder generell das perfekte Bike für weite Abenteuerreisen in abgelegene Orte, gerade für Leute, die alleine reisen und alleine das Motorrad jederzeit aufheben müssen. Aber ansonsten sehr ungeeignet, würde ich sagen, für Deutschland und für die Alpen oder sowas. Dennoch, ich würde es jederzeit wieder kaufen. Es ist so ein geiles Bike. Ich wüsste nicht, was man großartig besser machen soll, außer vielleicht ein Motorrad zu produzieren, das genauso wenig Gewicht hat, aber 40 PS. Aber gut, hat bisher noch keiner großartig gemacht. Geht vielleicht auch nicht so ganz einfach, aber das wäre mein absoluter Traum. Und bis dahin bin ich mit der CRF richtig zufrieden. Schreibt gerne eure Meinung zur CRF 250 oder 300 in die Comments und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.